In diesem Video schauen wir uns das Feature Koordinatensystem an und was man mit einem Koordinatensystem alles machen kann. Zuerst mal, wie erstelle ich mir ein Koordinatensystem? Ich habe hier meinetwegen eine klare Linie entlang dieses Weges und möchte in 1 Meter Entfernung einen Graben erzeugen. Wie mache ich das? Ich nehme mir als erstes diese Strecke hier auf durch ein neues Koordinatensystem. Da komme ich über das Design-Menü unten rechts hin. Koordinatensystem, kann ein neues Koordinatensystem erzeugen. Ein Koordinatensystem kann man durch 2 Varianten definieren. Entweder durch den Ursprung und der X-Achse oder 2 Punkten auf der X-Achse und einem Punkt auf der Y-Achse. Fangen wir an mit Ursprung und X-Achse. Ich gehe her und sage, okay, meinetwegen hier ist der Anfang. Dann nehme ich diesen Punkt als Ursprung auf und gehe jetzt entlang meiner X-Achse von meinem Koordinatensystem und nehme einen weiteren Punkt hier auf, Punkt 2. Jetzt kann ich dem Koordinatensystem theoretisch, wenn ich das auch gleichzeitig noch als Höhenbezug nutzen will, auch eine Referenzhöhe geben. Das ist aber optional. Ich mache es jetzt beispielhaft hier einfach auf der Asphaltoberseite. Fast. Okay. Jetzt haben wir hier unser neues Koordinatensystem erzeugt und wir sehen in der oberen linken Ecke im Tablet auch, dass wir jetzt die XY-Werte sehen. Wir sehen jetzt hier, wo wir unseren Ursprung hatten und die entsprechende Distanz vom Ursprung in den jeweiligen Achsen. Jetzt können wir hier zum Beispiel in 1 Meter Abstand genau eine neue Linie erzeugen. Dafür gehen wir hier auf Linie, interaktiv, wählen den ersten Punkt, achten hier auch wieder darauf, dass wir genau 1 Meter Abstand haben und erzeugen hier den zweiten Punkt der Linie. Hiermit haben wir jetzt direkt eine parallele Linie zu einem anderen Objekt, in dem Fall unserem Weg, erzeugt mit genau 1 Meter Abstand. Das Koordinatensystem kann man aber auch für mehr nutzen, zum Beispiel wenn man in einem Raster etwas erstellen will. Dann kann man sich entsprechend dem Koordinatensystem den Ursprung von dem Raster nehmen und dann immer in 1, 2, 3, 4 Meter Schritte in der jeweiligen Stelle einen Punkt erfassen, versetzt die nächste Reihe und so weiter und kann damit sehr einfach sich Designs erstellen. Das Koordinatensystem wird auch bei manueller Punkterstellung verwendet. Das heißt, wenn ich hier auf neuen Punkt, manueller Punkt gehe, kann ich hier unter Koordinatensystem in meinem jetzigen Koordinatensystem auch beliebige Punkte erstellen. Also zum Beispiel bei 1 Meter 1 Meter, 2 Meter 2 Meter, 2 Meter 1 Meter, wie man es möchte. Damit kann man sehr einfach auch im Referenz zum Beispiel zu einem Haus oder einem Weg sich weitere Objekte erstellen. Wir hoffen, euch mit dieser Videoserie einen kurzen Überblick über die Möglichkeiten und Funktionen des XCAV Pilot gegeben zu haben und freuen uns über euer Feedback oder Anregungen für neue oder weitere Features. Wollt ihr noch mehr erfahren? Dann findet ihr hier noch weitere Videos zu unserem System.